Das ist so ein hoher Bullshit. Oh! Hey ja! Das war eine der leichten Touren und wir sind jetzt fix und fertig, haben den ganzen Tag gebraucht. Ich weiss nicht, wenn wir nachher irgendwie 2500 oder noch mehr Höhenmeter schaffen sollen. Der Marius und ich, der Manuel, wollen das Meer fahren, um dort ein Gelato zu essen. Mit dem selber gebauten E-Bike. Ob das klappt? Wir fahren heute los Richtung Engelberg, ab Richtung Süden. Gepäck ist aufgeladen. Ob wir es schaffen und ob es Velo schafft, vor allem werden wir sehen. Voller Vorfreude und mit viel Respekt vor dieser Herausforderung starten wir in Richtung Süden. Die erste Etappe geht auf Engelberg und ist als easy Aufwärmrunde angedenkt. Also gerade am ersten Tag hatte ich extrem Respekt. Schaffen wir das nicht? Schaffen unsere Velos das? Schaffen wir das körperlich? Und. Die Blechlawine im Betondschungel lassen wir nach keiner halben Stunde hinter uns. Und auch der erste Trail wartet schon an der Stadtgrenze. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ha! Trail! Trail! Endlich! Ja, der Trail ist lang, hä? Oh Mann! Haben Sie schon die ersten Bäume in den Weg gestellt? Der ganze Trail ist voller Bäume vom letzten Unwetter, das über Zürich gefegt ist. Nach dem Hürdenlauf geht es schneller. Der Rüsse entlang fahren wir in die Zentralschweiz auf Luzern. Wir laden dort zum ersten Mal die Akkus und gönnen auch uns eine kleine Stärkung. Schauen wir noch mit dem Akku bis auf Engelberg. Ja, und sonst tragen uns dann die Engel auf den Berg. Den grössten Teil der Strecke haben wir jetzt gemacht, aber die Höhenmeter die kommen jetzt erst. Am Fuß vom Pilatus und mit Aussicht auf den Vierwaldstättersee geht es zum ersten Mal so richtig bergauf. So richtig, mit Stossen und mühsam. Ja. Schiebmodus nützt nicht so viel. Jetzt müssen wir verdient sein. Haben wir es geschafft? War das streng? Oh! Hey ja! Auf den grauen Göppe und den Zauberfrosch. Auf dass wir bis nach Finale kommen. Wir haben hier nicht gerade den ersten Hogger begossen, sondern unsere Velos getauft. Danke, liebe Community, für all die Namensvorschläge. Es geht endlich runter. Aber keine 100 Meter später fliegen dem Marius Pedalen ab. Der Hurenfuck, echt. Das ist so ein hoher Bullshit. Weil eine Stellschraube abgeflogen ist, löst sie sich mit der Zeit. Es war nicht das letzte Mal. Ja, die Hurenpedale. Es kann weitergehen. Am Marius macht es Spass. Ich bin noch nicht ganz eins mit dem schweren grauen Göppel. Ja, frage ich mich ja, ob das Bike alles aushaltet. Und vor allem die Satteltasche. Ei. Nein? Die Dinger löst es die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, es drückt es mir recht auf die Bremsen, aber dann muss ich noch irgendeine Lösung finden. Die Akkus von Mensch und Maschine sind langsam leer. Es ist sehr streng. Ja, noch 20% Akku, irgendwie schaffen wir das. Geil, wie du es machst. Ich sollte nicht mehr aufhören. Manu ist tapfer am Kämpfen. Geflucht habe ich. Ich weiss nicht, ob ich mich freuen kann, dass wir jetzt zusammen weg sind. Ich bin kaputt. Nach über 100 km und fast 1700 Höhenmeter erreichen wir endlich unser Ziel. Das war eine der leichten Touren und wir sind jetzt fix und fertig, haben den ganzen Tag gebraucht. Ich weiss nicht, wenn wir nachher irgendwie 2500 oder noch mehr Höhenmeter schaffen sollen. Und noch mehr Kilometer. Das Selfie vor der Ortstafel zeigt die gute Stimmung. Wenn das so weitergeht, macht diese Reise keinen Spass. Dann nach dem ersten Tag ist wirklich so ein bisschen der Realizer gekommen, hey fuck, das ist im Fall streng und schaffen wir es wirklich. Und es ist im Fall nicht nur das Velo und das Equipment. Und man hat irgendwie dort schon ein bisschen gemerkt, dass wir beide ein bisschen den Hang dazu haben, um zu viel Velo an einem Tag. Und durch das dann ein bisschen vergessen, dass es ja auch um uns geht, dass es uns auch gut gehen muss und nicht nur am Akku-Ladestand. Ins Wallis fahren steht auf dem Programm. Um das überhaupt zu schaffen, lassen wir es uns gut gehen und nehmen am Morgen früh die Bergbahn auf den Jochpass. Zusätzlich habe ich bei der ersten Abfahrt die Idee, die Tour noch weiter zu vereinfachen und den geplanten Umweg von nochmal 400 Höhenmeter und 20 Kilometer rauszulassen. So könnten wir direkt den Grimsel ansteuern und würden nicht erst am Abend spät im Wallis ankommen. Was jetzt mein Vorschlag gewesen wäre, ist, wir setzen jetzt einfach volle Unterstützung rein. Gehen dort rauf. Aber eben, wenn wir jetzt volle Unterstützung haben, wir sind auch dann in 2 Stunden etwa wieder unten, frühestens.
Nachher müssen wir aber 1,5 Stunden laden, weil wir den Akku quasi leer gemacht haben. Also das heisst, es ist dann schon 1:30, bis wir wieder weiterfahren können. Und eben auf der Grimsel, ich frage mich einfach, wir haben wahrscheinlich noch sehr viele geile Trails. Was wollen wir, oder? Wenn wir einfach Strasse fahren, dann fahren wir hier ab, die Teerstrasse runter, die Teerstrasse rauf, haben einen kurzen Trail und dann ist wieder Strasse. Wenn wir nicht wieder erst am Abend um 8 Uhr dort sind und dann irgendwie halb dunkel noch Spaghetti kochen. Es ist jetzt auch schade, einfach den Weg quasi so schnell wie möglich den Weg zu fahren und egal was es dann halt für ein Weg ist, dann hätten wir das Rennvelo nehmen. Wir müssen einfach realistisch denken, was wir alles noch vorhaben. Und wir haben noch einiges vor. Ja, ich muss einfach sagen, ich finde es ein bisschen schade, wenn schlussendlich halt die Challenges und alles andere quasi da beeinflusst, dass wir eigentlich unser eigentliches Projekt müssen zurückstecken müssen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja. Ich kann nachgeben. Wir machen den Umweg. Monsterprogramm Ahoi. Und ich muss am Schluss der Tour auch noch in einem Dorfbrunnen baden, weil die Community das so wollte. Mit Eigermönch und Jungfrau im Hintergrund ist dieser Umweg aber definitiv ein landschaftlicher Leckerbissen. Ich habe gerade keinen Höhepunkt von dieser Tour. Vor allem jetzt noch hier rauf, nachher weiss ich, jetzt geht es gegen 1500 Meter Schluch ab. Wird nicht ohne. Aber ja, jetzt sind wir da, gell? Jetzt machen wir das. Im Gegensatz zu Marius habe ich leider immer noch nicht wirklich Spass beim Trailfahren mit all dem Gepäck. Schluch ab geht es aber nicht nur wegen mir, sondern auch wegen den vielen Wanderer gemütlich. Trailtoleranz mit Grüßen und Danken sind wichtig an diesem Sonntag. Danke vielmals. Merci. Danke vielmals. Danke vielmals. Merci. Kaum drinnen geht es schon wieder weiter. Im Sonntagsverkehr schaffen wir uns den Grimsel rauf. Was mich fast am meisten schockiert ist, was da Eis an Blech über die Berge hineinfährt. Jeden Tag. Hey ja, Marius! Grimselpass! Ahoi! We got it! Für einen Moment heisst es, Freude herrscht. Wir haben kurz vor dem 6 die Passhöhe erreicht. Sehr geil. High five. Nice. Ich kann eigentlich nachher nicht mehr runterfahren, keinen Spass mehr zum Runterfahren, dann auf Reckingen. Ich hatte Hunger, bin nicht wirklich gut drauf. Welcome to the Valleys! Der unerwartete Stimmungsheber ist dann im Tal zum Schluss der Tour gekommen. Das Bad, das als Straftank war, hat schon fast heilende Kräfte gehabt. Wie stark Der heutige Tag war schlimmer als das Bad, definitiv. Stark. Die erste Challenge ist an mich gegangen, die zweite geht hoffentlich an dich, Marius. Mit Bein hochlagern und chillen ist heute nichts. Nach 80 km und 2400 Höhenmeter kochen und abwaschen haben wir uns nichts anderes gewünscht als eine möglichst lange Nacht. Und was wir auch wissen, wir müssen etwas ändern. Du bist immer auf Achse, musst immer wieder schauen, dass du Akku hast. Ich hoffe, das kommt jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen, dass wir wirklich einmal schnell Zeit haben, irgendwo reinzukumpen oder mal eine Pause zu machen. Vielleicht muss man einfach sagen, wir haben uns überschätzt. Speed to Italy! Schon einmal geil, so einen Pass runterrösten. Oh shit!